Mein Name ist Felix Klauser und ich rede hier in diesem Podcast mit unseren WissenschaftlerInnen über ihre aktuellen Forschungsthemen. Kurz und kompakt, in ungefähr 15 Minuten das Wichtigste auf den Punkt gebracht. Und jetzt legen wir los. Es sind unangenehme Momente. Man steht vor einer Person und ist sich ziemlich sicher, aber eben gleich auch nicht ganz sicher, dass man die Person kennen sollte. Aber von wo? Keine Ahnung. Es gibt Menschen, die werden das Problem nie haben. Sie sind sogenannte Super-Recognizer. Zusammen mit der Maike Ramon, sie ist kognitive Neurowissenschaftlerin hier an der BFH Wirtschaft, gehe ich heute diesem Phänomen auf den Grund. Maike, schön bist du hier mit mir im Studio. Danke, dass ich hier sein darf. Maike, du bist kognitive Neurowissenschaftlerin. Was verbirgt sich hinter dieser Berufsbezeichnung genau? Also kognitive Neurowissenschaften, das ist eigentlich die Forschung, die die Zusammenhänge zwischen Gehirn und Verhalten erschließen möchte. Also dass wir verstehen, warum sich Menschen so verhalten, wie sie tun, wie dieses Verhalten durch das Gehirn zustande kommt. Und ich fokussiere mich dabei vor allen Dingen auf die visuelle Wahrnehmung und das visuelle Gedächtnis und noch spezieller auf Gesichter oder Identitätsverarbeitung. Okay, und Gesichter sind wichtig im Zusammenhang mit Super Recognizer. Jetzt, was kann man sich genau vorstellen unter so einem Super Recognizer? Ja, also erstmal zu diesem Begriff Super Recognizer, der wurde erstmals 2009 in der Wissenschaft eingeführt, als Forschende eigentlich im Rahmen von Gesichtsblindheit erforscht haben und dabei zufälligerweise auf eine Handvoll von Personen gestoßen sind, die extrem gut in ihren Tests abgeschnitten haben. Besser als neurotypische Kontrollpersonen. Und das wollten sie dann halt näher erschließen. Neurotypisch vielleicht schnell als Zwischenfrage. Das heisst Menschen, die wie normal sind, weder gut noch schlecht. Genau. Also ich meine, eigentlich sind wir ja alle neurodivers. Also wir sind alle irgendwo auf einem Spektrum von Fähigkeiten angesiedelt, mal besser, mal schlechter in Bezug auf unterschiedliche Sachen. Und wenn ich neurotypisch sage, dann meine ich damit Durchschnittsmenschen. Ja, ja. Okay, und man hat quasi, wo man schlechte Menschen oder Menschen, die schlecht sich Gesichter merken können, hat man quasi Menschen gefunden, die sich extrem gut Gesichter merken können. Genau, also die Forschenden hatten versucht, Tests zu entwickeln, damit sie diese angeborene Gesichtsblindheit eigentlich diagnostizieren konnten. Und manche von ihren ProbandInnen haben gesagt, hey, ich kenne da jemanden, der oder die ist da super gut drin. Und da haben die gesagt, ja gut, bring die doch mal zu uns. Und dann haben sie die getestet und diese erst publizierten oder rapportierten Super Recognizer, die waren besonders gut in Bezug auf 3 Dinge: dem Abgleich und dem Auseinanderhalten von Gesichtern unbekannter Personen, das Lernen von Identitäten, also experimentell wurden ihnen gewisse Gesichter gezeigt, die sie sich haben einprägen und später unter immer schwerer werdenden Bedingungen haben wiedererkennen müssen. Und sie haben auch noch Bilder von Celebrities, also Leute, die aus den Medien bekannt waren, anhand von Fotos ihrer Kindheit, also wirklich viele Jahrzehnte, bevor sie denn überhaupt berühmt geworden sind, wiedererkennen können. Und diese 3 Sachen, auseinanderhalten, wiedererkennen, identifizieren, das macht eigentlich Super Recognizer aus. Maike, wie bist du dazu gekommen, zu diesem Thema zu forschen? Also ist das etwas gewesen, was dich schon immer interessiert hat, Gesichter, oder bist du da irgendwie reingerutscht? Zum Thema Gesichter oder Identitätsverarbeitung forsche ich schon seit fast 2 Jahrzehnten oder ein bisschen mehr sogar. Und zum Thema Super Recognizer bin ich eigentlich durch eine Verkettung von Zufällen gekommen. Ja. Ich hatte mal eine Studie veröffentlicht, gemeinsam mit einem Kollegen. Da wollten wir schauen, ob sogenannte Gedächtnissportler, die in der Disziplin Gesichter Namen merken, die Weltbesten waren, vielleicht deswegen so gut sind, weil sie Super Recognizer sind. Leider war es nur ein Trainingseffekt, also es war ein Nulleffekt, den wir da publiziert haben, aber somit war mein Name dann irgendwie mit diesem Terminus Super Recognizer assoziiert. Und es gab damals halt einfach auch noch nicht so viele Publikationen. Und meine Arbeit in Bezug auf die Forensik oder die polizeiliche Arbeit hat eigentlich eben dadurch begonnen, dass 2016 mich die Friburger Kantons- und Kriminalpolizei kontaktiert hatte. Sie waren daran interessiert, die Hilfe von Super Recognizern im Rahmen von Ermittlungen von 2 bewaffneten Raubüberfällen, die sich in Fribourg ereignet hatten.
eben die Hilfe von Super-Recognizern hinzuzuziehen. Sie wollten quasi ihre Tätersuche eingrenzen und vielleicht anstatt 6 oder 9 fraglichen Personen nachzugehen, vielleicht im Rahmen von den wahrscheinlichsten ermitteln. Und ja, zu dem Zeitpunkt gab es aber noch gar keine Forschung, ob Super Recognizer tatsächlich im realen Einsatz, also in der Forensik, in der Täteridentifizierung besser sind. Und so kam eigentlich diese erste Kooperation mit Behörden zustande. Und wie seid ihr dann vorgegangen? Also hast du dann wie ja, Leute aufgeboten, wo du hast gewusst, die sind Super Recognizer und gefragt, ob sie Lust hätten, irgendwie für die Polizei zu arbeiten? Oder wie ist man da Ja, vorgegangen? fast so, wie du es beschreibst. Also tatsächlich hatte ich Kontakt zu vormals diagnostizierten Super-Recognizern und denen musste ich dann aber natürlich das fragliche Material oder die Videoaufnahmen und diese sogenannten Lichtbild-Gegenüberstellungen, was wir auch als Line-Ups bezeichnen können, die ich von der Polizei erhalten hatte, das habe ich dann eben diesen Personen gezeigt. Ich hatte aber auch noch zusätzlich weiteres Material von der Friburger Kripo angefordert oder angefragt, weil es ja noch offene Fälle waren. Deswegen habe ich gesagt, gebt mir doch zusätzliches Beweismaterial von bereits erfolgreich ermittelten Fällen, Ja. sodass wir das quasi als Vergleichsmaßstab nehmen können. Weil es kann ja zum Beispiel sein, dass 2 Super Recognizer sagen, ich glaube, es ist A oder ich glaube, es ist B. Und dann möchte man natürlich am liebsten wissen, wem sollte man vielleicht mehr Glauben schenken. Ja. Also du hast quasi zusätzliche Daten angefragt, um wie einen Qualitätscheck mit diesen Exakt. Super Recognizer zu machen. Genau. Ja. Genau. Und dann habe ich dann natürlich auch als gute Wissenschaftlerin die Polizei darum gebeten, dass ich das Material halt auch für wissenschaftliche, für Forschungszwecke weiterverwenden darf, um eben dieser bis dato total offenen und nie nachgegangenen Frage eben nachzugehen. Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem, was wir im Labor messen, also wie sie in unseren Tests abschneiden, und was eben wichtig für die Polizei im Einsatz wäre? Also das heißt, forensisches Echtfallmaterial, sind sie tatsächlich besser da drin? Und was ist da rausgekommen? Sind sie besser? Ja, viele, viele Jahre später, um genau zu sein, 7 Jahre später, 73 Super Recognizer und 48 Kontrollpersonen später, haben wir dann erstmals den ersten empirischen Nachweis geliefert, dass Super Recognizer, Personen, die im Labor in unseren Labortests besser abschneiden, tatsächlich besser in der Täteridentifizierung sind. Kann man dann sagen, dass deine Forschung indirekt oder direkt dabei hilft, dass Verbrecherinnen gefasst werden oder vielleicht schneller gefunden werden durch die Polizei? Ich würde ganz selbstbewusst sagen, dass die Forschung, wenn sie dann von den Anwenderinnen konkret eingesetzt wird, auf jeden Fall einen direkten Mehrwert liefern kann. Und zwar dahingehend, dass mit einer größeren Sicherheit die richtigen TäterInnen von Fällen erfasst werden können. Schneller, vielleicht durch weniger Ressourcenaufwand. Das heißt, ja, weniger Personen müssen Bildmaterial sichten, vielleicht für weniger Zeit. Und dass die Ermittlungen, die ohnehin angestrebt werden, so vielleicht effizienter durchgeführt werden können. Jetzt befinden wir uns ja im Zeitalter von KI, wie man so schön sagt. Gesichtserkennungssoftware, ja, KI, die immer besser wird. Braucht es denn überhaupt Super Recognizer noch oder ist jetzt schon oder in 2, 3, 4 Jahren das Ganze überflüssig, weil es wie von KI besser könnte gemacht werden? Also zum einen sind die nach meinem Kenntnisstand aktuell bestehenden Algorithmen oder technischen Lösungen für die Gesichtserkennung, einerseits sind sie nicht perfekt, also sie haben auch ihre Grenzen, oder sie haben besondere Bedarfe, wie sie brauchen vielleicht extrem große Trainingsdatensätze. Also man muss sie mit ganz, ganz viel Information füttern, bevor sie eine mit Menschen vergleichbare Performance zeigen. Und die letzte Sache ist, dass Algorithmen und technische Lösungen nicht für alle Zwecke einsetzbar sind. Also vielleicht haben viele ZuhörerInnen den Eindruck oder irgendwie die Erwartung, dass Polizeibehörden rundum immer Algorithmen einsetzen dürfen, aber das ist tatsächlich nicht so. Also nach schweizerischem und nach vielen europäischen Rechten ist es überhaupt nicht legal, flächendeckend Software einzusetzen, sondern es gibt ganz bestimmte und klar abgegrenzte Situationen
in denen man überhaupt Algorithmen zum Einsatz bringen kann. Und das ist eben nicht die Mehrheit der Fälle oder ja, eben die Aktivitäten, die normalerweise Behörden vollziehen müssen. Und die andere Sache, die wir uns ja auch noch überlegen müssen, ist, ja, wenn es jetzt halt Software gibt und die brauchen zum Beispiel ganz viele Trainingsdatensätze, dann müssen diese Trainingsdaten ja auch irgendwo herkommen. Und wir haben vielleicht den Eindruck, dass es in öffentlichen Räumen sehr viele Kameras gibt. Aber bloß weil eine Kamera da ist, heißt nicht, dass alles aufgenommen wird, heißt auch nicht, dass alles lange gespeichert wird. Und es heißt auch nicht, dass die Daten, wenn sie denn gespeichert werden, tatsächlich dann auch für diese Zwecke eingesetzt werden, weil es eben zum Beispiel legal nur unter bestimmten Bedingungen möglich ist. Und ja, oftmals wird dann halt so der Vergleich zu China oder so gestellt, wo Mhm. man dann halt von Massenüberwachung spricht. Also da gibt es auch nochmal zwei Aspekte. Ich glaube, dass bei uns einfach der soziale Kontext irgendwie ein bisschen anders ist als da. Also es ist nicht unbedingt erwünscht und es wird nach meiner Einschätzung wahrscheinlich auch nicht bald kommen. Ähm, Wahrscheinlich nicht. und ja, die andere Sache ist halt auch, dass das, was stattfindet, findet ja auch in einem bestimmten sozialpolitischen Kontext statt. Also, ich habe mich mit chinesischen KollegInnen unterhalten und die empfinden das überhaupt nicht als Eingriff. Ja. Also, die fühlen sich dadurch sicherer und die empfinden das auch als gerecht, weil ja alle irgendwie die gleiche Verarbeitung erfahren. Also, insofern ja, ich glaube, theoretisch könnte man sich alles vorstellen. Also, wenn man es möchte, kann man sicherlich Algorithmen so gut machen wie Menschen. Aber ich glaube, dass einfach dafür der Kontext bei uns nicht gegeben ist. Auf jeden Fall nicht zum aktuellen Zeitpunkt. Ja. Und du würdest sagen, im Moment sind Menschen noch besser, also sind Super Recognizer noch besser als Algorithmen? Also zum aktuellen Zeitpunkt würde ich auf jeden Fall unterschreiben, dass Super Recognizer aktuelle oder aktuell verfügbare Algorithmen definitiv outperformen. Warum? Weil die Algorithmen meistens extrem viel Datensätze eben für Trainingszwecke brauchen. Also wenn du jetzt ein neues Handy hast, dann erkennt es dich nicht beim ersten oder beim zweiten und auch nicht beim 20. Mal aufmachen, sondern es muss vielleicht über 2 Wochen viele, viele Aufnahmen von deinem Gesicht gelernt haben, damit es dich dann im Sommer, wenn du eine Sonnenbrille trägst oder ein Cappy aufhast, dann Ja, trotzdem wieder erkennt. ja. Und das ist halt bei Super Recognizer nicht so. Wir haben eine Studie publiziert, in der wir gezeigt haben, dass Super Recognizer anhand von einem frontalen 2D-Bild von unbekannten Personen, das sie lernen mussten, dann viel besser darin sind, diese vormals unbekannten Personen und nur anhand von einem Bild gelernten Personen im Profil wiederzuerkennen. Und das sind einfach Sachen, die aus computerwissenschaftlicher Sicht extrem schwer sind. Also hm, dieses Verallgemeinern über unterschiedliche Perspektiven, Distanzen, Auflösungsgrade oder eben auch über Alterungsprozesse. Das sind extrem schwierige Bedingungen, die Maschinen immer noch nur durch große Trainingsdatensätze bewältigen können. Und Super Recognizer brauchen dieses extensive Training scheinbar nicht. Sie brauchen ein Bild. Und das nennen Computerwissenschaftler auch One-Shot-Learning. Also sie haben einen Versuch, anhand dessen lernen sie und trotzdem können sie dann generalisieren auf neue, noch nie zuvor gesehene Bilder dieser unbekannten Person. Ich würde noch gerne einen Blick in die Zukunft wagen. Weißt, du forschst zu Super Recognizer, hast noch Zukunftspläne, Sachen, die du noch erforschen willst rund um die Super Recognizer? Konkret haben wir die Idee, dass Super Recognizer in Bezug auf die Gesichtsidentitätsverarbeitung eventuell auch Stimmen besser verarbeiten können. Also wir haben vor kurzem den sogenannten Züricher Voice Super Recognizer Test entwickelt unter Verwendung von forensischem Audiomaterial und wir haben eben Personen aus Polizeikorps getestet und so normative Daten erhalten, wie gut Menschen normalerweise in Bezug auf die Stimmerkennung oder Unterscheidung sind. Und da haben wir die Idee, dass vielleicht die besten Super Recognizer, also in Bezug auf Gesichter, auch die besten sein könnten in Bezug auf Stimme. Und wenn das so ist, dann müssten wir
dem noch weiter auf den Grund gehen, weil das hieße, dass es einen Mechanismus gibt, der allgemein die Wahrnehmung und das Gedächtnis von Super-Recognizern unterstützt und irgendwie in Bezug auf viele Sachen vielleicht besser macht. Also nicht nur Gesichter visuell, sondern auch Stimmen auditiv. Und vielleicht generalisiert das noch weiter auf andere sensorische Fähigkeiten. Und das ist eine Sache, der wir nachgehen wollen. Die andere Sache ist, dass es aktuell überhaupt keine Langzeitstudien zum Thema Super Recognizer gibt. Es ist ja erst ein relativ neues Phänomen. Langzeitstudien brauchen eine gewisse Zeit. Normalerweise möchte man gerne über 15, 15, 20 Jahre einzelne Fälle oder Personen verfolgen, wie sie sich denn im Alterungsprozess natürlich verändern oder entwickeln. Und ja, da habe ich eben so die Idee, dass eventuell Super Recognizer vielleicht anders oder besser altern als neurotypische. Warum? Weil wahrscheinlich ihre visuell und vielleicht auch auditive Diät viel reichhaltiger ist als das von uns beiden zum Beispiel. Ja. Also vielleicht sehen die, ich mache jetzt einfach irgendeine Schätzung, vielleicht sehen und hören die 25% mehr als das, was wir sehen und hören. Und dadurch bauen sie so eine kognitive Reserve auf, was in Bezug auf ganz normale Veränderungen, die mit dem Alterungsprozess eintreten, vielleicht ihr Gehirn sozusagen immunisiert gegenüber dem, was bei vielen von uns später zu Demenz oder Vergesslichkeit führen kann. Ich bin sehr gespannt, was du noch alles herausfinden rund um Super Recognizer. Maike, schön, dass du bei mir im Studio warst. Vielen Dank für das Gespräch. Das war «Let's Talk Business», der Wissenschaftspodcast von BFH Wirtschaft. Er erscheint alle 4 bis 6 Wochen und ihr findet ihn auf Spotify oder Apple Podcasts. Schön, seid ihr dabei gewesen, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal.